Hey Leute, was geht ab? Beim letzten Wechsel vom Kraftstofffilter ist mir beim Nachziehen leider einer der Zuleitungen gebrochen. Denn ich hatte am Abend nochmal nachgezogen und dabei übersehen, dass der Drehmomentschlüssel viel zu hoch eingestellt war. Und die andere Seite ist nur eben abgebrochen, aber was soll's, ich muss das Teil ja sowieso austauschen. Das neue Kraftstofffiltergehäuse kam nach 2 Tagen an, habe ich über eBay für ca. 100 € gekauft. Sieht identisch aus, nur der Sensor in der Mitte ist grau statt schwarz. Und ich war überrascht, dass der neue Filter schon drin war. Den hebe ich mir auf jeden Fall fürs nächste Mal auf, denn mein aktueller, den habe ich ja erst vor 2 Tagen gewechselt. Für die Demontage, wie abgebildet, müssen nur 3 Stecker raus. Ich starte mit den 2 Leitungen, bevor ich das Gehäuse selbst entferne und danach den Sensor. Einer der Leitungen hat einen blauen Clip, den müsst ihr vor dem Abziehen nach oben schieben, damit sich der Anschluss löst. Und der andere Anschluss in grau hat 2 Clips mit Klammern, die drückt ihr in beide Richtungen auseinander, um sie ebenfalls zu lösen. Und jetzt könnt ihr das Gehäuse mit Druck auf dem Hebel einfach nach oben hinweg schieben. Den Sensorkabel löst ihr, indem ihr hinten auf die Halterung drückt. Dann könnt ihr auch den Stecker rausziehen. So sieht das aus. Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Zuerst den Sensor anschließen, dann die Leitungen nach und nach einrasten lassen, Clips wieder nach unten drücken und fertig. Und wie schon im Wechselvideo, zuerst Diesel in den Filter pumpen lassen, dann Motor einschalten und warten, bis die Luft raus ist. Das Ganze hat mich 1 Stunde und 100 € gekostet, aber immerhin habe ich einen neuen Filter im Wert von 35 € extra bekommen.